Herzlich willkommen bei Freiheit jetzt, dem Podcast für alle, die die Freiheit lieben. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Hast du auch manchmal Angst? Fühlst du dich manchmal bedroht, ohne genau zu wissen, von wem und warum? Du wärst der erste Mensch, der keine Angst kennt. Oft unterscheidet man zwischen Angst und Furcht. Furcht ist eher eine Reaktion auf einen konkreten Anlass. Wenn du zum Beispiel nachts allein in einem Wald unterwegs bist, empfindest du vielleicht Angst. Hörst du nun vielleicht im Gebüsch etwas rascheln oder das Knacken eines Astes, so würde man das eher als Furcht bezeichnen, weil es die Angst vor etwas Konkretem ist. Egal ob Angst oder Furcht, beides fühlt sich, nicht besonders angenehm an, oder? Ich will heute eher über die Angst sprechen, besonders über die sogenannte Existenzangst. Viele Menschen leiden im Moment mal mehr, mal weniger darunter. Ich auch. Meine Jobsituation ist wegen Corona nicht gerade prickelnd. Die einen haben Angst vor dem Virus, andere vor der Impfung und eventuellen Nebenwirkungen und Spätfolgen. Viele haben Angst, ihren Job, ihr Einkommen zu verlieren. Oder dass nahestehende Menschen krank werden und vielleicht sogar sterben. Die Angst scheint momentan allgegenwärtig zu sein. Das Leben ist gerade, so scheint es zumindest, ziemlich unberechenbar, noch mehr als sonst. Und deswegen ist die Stimmung in der Gesellschaft gerade auch extrem angespannt und gereizt. Im Gehirn da gibt es einen entstehungsgeschichtlich älteren Teil, das sogenannte Reptiliengehirn, und den neueren Teil, den nur wir Menschen haben, den präfrontalen Kortex. Werden wir angegriffen oder fühlen wir uns bedroht, dann reagieren wir nur noch aus dem Reptiliengehirn heraus und sind zu rationalen und angemessenen Reaktionen überhaupt gar nicht mehr fähig. Wir sind nur noch zu Angriff, Flucht oder Todstellen imstande. Das sind die 3 Reaktionsmuster, die uns dann nur noch zur Verfügung stehen. In den Episoden 13 und 14 habe ich die Traumatherapeutin Damit Scharf zum Thema Fawn Response interviewt, dem netten Lächeln, auch wenn es gar nicht zur aktuellen Situation passt. Das ist für mich eine Variante des Erstarrens, des Todstellens. Nur, dass man dabei lächelt, als wenn nichts wäre. Um nun aus dem Reptiliengehirn, dem Alarmmodus, wieder in den präfrontalen Kortex zurückzukommen, also wieder ins Hier und Jetzt, müssten wir zwischen Aktion und Reaktion eine kleine Pause setzen. Das erreicht man meist schon, wenn man erstmal nicht auf den Reiz von außen reagiert, sondern erst einmal 1 bis 2 tiefe Atemzüge nimmt. Dann könnte man sich erstmal wieder beruhigen, die Situation objektiv einschätzen und dann angemessen reagieren. Aber das ist leichter gesagt als getan, wie du bestimmt aus eigener Erfahrung weißt. Sind wir im Reptiliengehirn unterwegs, dann geht es im Prinzip ums schlichte Überleben, um unser Überleben. Den anderen, unser Gegenüber, den nehmen wir dann eigentlich gar nicht mehr wahr. Wir sind in unserem eigenen Film. Wir handeln dann auf dem Entwicklungsniveau unserer frühesten Vorfahren, die im Urwald auf der Jagd nach Beute sind. Hinter jedem Baum, hinter jedem Felsen konnte sich damals ein wildes Tier verstecken, bereit zum Angriff, vielleicht sogar mit tödlichem Ausgang. Und genauso sind die meisten von uns da draußen gerade unterwegs. Überall lauert die Bedrohung. Die Ungeimpften können uns anstecken, die Geimpften können uns auch anstecken. Werden wir krank, kriegen wir vielleicht keinen Platz im Krankenhaus und müssen elendig zu Hause zugrunde gehen. Ein bevorstehender Lockdown vernichtet vielleicht unsere Existenz. Durch die Spaltung der Gesellschaft verlieren wir vielleicht Freunde und Bekannte, vielleicht sogar Familienmitglieder. Die Angst ist allgegenwärtig. Die Angstmaschine läuft auf Hochtouren. Die Angst vor Vernichtung und Auslöschung. Und zur tatsächlichen Unsicherheit und Bedrohung, die jeder unterschiedlich intensiv empfindet, kommt auch noch die von Generation zu Generation weitergegebene Angst unserer Vorfahren. Denn sie haben noch weit schlimmere Dinge erlebt und sie waren zum Teil auch selbst daran beteiligt.
Diese Traumen werden von Generation zu Generation auf Zellebene weitergegeben, weil sie, zumindest ist das meine Meinung, in der Tiefe nicht aufgearbeitet wurden. Ich habe mal vor Jahren an einem systemischen Aufstellungswochenende teilgenommen. Es waren etwa 30 Teilnehmer, die an diesem Wochenende ihre Familiengeschichte aufgestellt haben. Falls du über solche systemischen Familienaufstellungen nichts oder nur wenig weißt, dann kannst du das im Internet recherchieren. Das hier zu erklären, würde leider den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall ging es bei jeder Aufstellung fast ausschließlich um Kriegsthemen. Es ging um Tod, Flucht, Verrat, Vergewaltigung und Vernichtung. Ich selbst wurde als Soldat aufgestellt, der bei lebendigem Leib begraben wurde. Das waren wirklich extreme Erfahrungen, die mich sehr schockiert, aber auch berührt haben. Jeder, der schon einmal so eine Aufstellung gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Damals wurde mir klar, wie viel solcher schreckliche Erlebnisse und Erfahrungen wir Jahrzehnte danach als Gesellschaft immer noch mit uns herumtragen und in den entsprechenden Situationen reinszenieren, heißt wiedererleben. Es ist uns aber nicht bewusst, dass wir es mit etwas Altem, schon Geschehenen zu tun haben. Und genau das ist das Problem. In der Psychologie nennt man dieses Phänomen transgenerationales Trauma. Ein Trauma eben, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Diese Traumaenergie ist in uns gespeichert, tief verborgen in unserem, aber auch im kollektiven Unterbewusstsein, das ja, wie schon in Episode 7 beschrieben, über 90% unserer Wahrnehmung ausmacht. Geschieht nun etwas im Außen, das uns Angst macht oder dazu führt, dass wir uns bedroht fühlen, so werden diese als Energie gespeicherten Erlebnisse in unserem Unterbewusstsein aktiviert. In der Psychologie spricht man von Trigger, einem Auslöser. Wir reagieren eigentlich gar nicht mehr auf die aktuelle Situation, sondern zumindest in Teilen eher auf die vergangene. Und im Moment werden wir sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft fast permanent getriggert. Wir fühlen uns latent, ohne es meistens bewusst wahrzunehmen und zu spüren, im Alarmzustand. Das ist nicht gesund, sowohl im gesellschaftlichen Umgang miteinander als auch im Umgang mit uns selbst. Was aber tun, um aus dieser Angstspirale wieder auszusteigen, wenn auch nur für kurze Zeit, um sich zu erholen? Hier ein paar Gedanken und Ideen dazu, die du vielleicht mal ausprobieren kannst im Falle eines Falles. Als erstes versuch doch mal ein paar Stunden, vielleicht sogar mal einen Tag, ohne Nachrichten, ohne Medien, ohne Fernsehen und vielleicht sogar ohne Handy auszukommen. Einfach mal aus der medialen Dauerangstbeschallung aussteigen. Die meisten von uns merken schon gar nicht mehr, wie angespannt ihr Körper die ganze Zeit ist, wie gestresst sie sind, wie sich das Gedankenrad in ihrem Kopf permanent, ohne Pause und immer schneller dreht, ohne einen Ausweg zu finden. Kein Wunder, wenn man da irgendwann nicht mehr kann und depressiv wird. Also einfach mal für ein paar Stunden dieses Karussell verlassen, keine Eintrittskarte lösen. Die Welt dreht sich auch ohne dich weiter, ganz bestimmt. Mach Sachen, die dir gut tun. Lies ein gutes Buch, schau dir einen schönen Film an, mach dir dein Lieblingsessen. Kümmere dich um die Kleine, den Kleinen in dir. Die oder der leidet an der ganzen Situation am meisten. Dieser Teil in dir, dein inneres Kind, versteht das Ganze weder, noch hat er Möglichkeiten, es zu ändern. Über diesen Anteil in uns, das innere Kind, habe ich schon in einigen vorherigen Episoden gesprochen. Vielleicht hast du ja Lust, noch mal reinzuhören. Und wenn dich Ängste quälen, Existenzängste zum Beispiel, dann denk daran, dass, wenn du an den Umständen draußen nichts ändern kannst, du dann zumindest etwas tun kannst, damit es dir wieder besser geht. Schenke dem Kind in dir die Geborgenheit und Sicherheit, die es braucht und die es da draußen im Moment nicht finden kann. Was spricht zum Beispiel dagegen, sich einen Film anzuschauen oder eine Serie, die du dir als Kind gerne angeschaut hast? Oder ein Buch zu lesen oder ein Hörspiel zu hören, das du als Kind mochtest? Oder dir das zu kochen, was du als Kind am liebsten mochtest?
Wenn es mir schlecht geht und ich deprimiert und niedergeschlagen bin, dann mache ich mir entweder Fischstäbchen, Spaghetti Bolognese oder Pfannkuchen. Da fällt dir bestimmt auch was ein. Kümmere dich ganz einfach liebevoll um dich selbst. Stell dir vor, dieses innere Kind in dir würde wirklich existieren. Es wäre dein leibliches, über alles geliebtes Kind. Wenn du Kinder hast, dann fällt dir diese Vorstellung bestimmt leichter. Oder ein geliebtes Haustier. Stell dir vor, du könntest für dich die gleiche Liebe empfinden wie für deine Kinder oder für einen anderen geliebten Menschen. Ich persönlich glaube, dass man im Leben nicht viel mehr erreichen kann, als sich selbst so anzunehmen und zu lieben. Wenn dein Kind, deine geliebte Frau oder dein geliebter Mann zu dir kämen, weil es ihnen schlecht geht, weil sie Angst haben und dich bitten würden, sie in den Arm zu nehmen, dann würdest du sie doch nicht wegschicken mit den Worten, »Ach komm, stell dich nicht so an.« Nein. Und genauso darfst du auch liebevoll mit dir selbst umgehen. Du darfst dich selbst lieben, nett zu dir sein. Wenn es dir also schlecht geht, dann spricht nichts dagegen, dich mal selbst in den Arm zu nehmen. Oft hilft es auch schon, eine Hand auf dein Herz zu legen und dir selbst Mitgefühl und Verständnis zu geben. Bei deinem Kind oder bei deinem Partner, bei deiner Partnerin, da geht es ja auch. Du könntest zum Beispiel innerlich sowas sagen wie, »Ja, mein Schatz, ich weiß, wie viel Angst du hast. Kein Wunder, aber ich bin da. Du bist nicht allein.« Denn oft, gerade zur Zeit, werden übernommene Ängste aus der Vergangenheit, wie vorhin beschrieben, mit angetriggert und die Angst wird riesengroß und manchmal scheint es, als ob sie nicht auszuhalten ist. Wie man mit Panikattacken umgehen kann, habe ich schon in Episode 3 mit einer Panikattacke fing es an beschrieben. Und wenn es dir zu viel wird, dann such dir bitte therapeutische Hilfe. Niemand muss sich heute noch dafür schämen, psychologische Unterstützung zu brauchen. Ich meine, du weißt ja nicht, was alles in deinem Unterbewusstsein an belastenden Erfahrungen, wie vorhin beschrieben, auch aus früheren Generationen gespeichert ist. Manchmal ist es einfach zu viel, um alleine, ohne fremde Hilfe damit klarzukommen. Und irgendwann, da kommen diese Dinge unweigerlich an die Oberfläche, um gesehen, angenommen und schließlich geheilt zu werden. Insofern gehören diese Gefühle, so anspruchsvoll sie auch sein mögen, zum Heilungsprozess dazu. Was sein darf, was angenommen wird, kann sich schließlich verändern. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es kommt nur so viel hoch, wie du ertragen und verarbeiten kannst. Da musst du keine Angst haben. Wohin die Verdrängung allerdings führt, sieht man leider gerade allerorts. Unbewusste Muster und Verhaltensmuster müssen so lange wiederholt werden, bis sie endlich angeschaut, angenommen und schließlich transformiert werden können. Schwierige Gefühle bringen uns oft dazu, uns nicht mehr zu spüren. Wir sind quasi nicht mehr bei uns, wir fühlen nichts mehr. Das ist ein angeborener Schutzmechanismus, meist aus der Kindheit, der uns vor diesen oft überwältigenden Gefühlen schützt und uns weiter funktionieren lässt. Nur leider bringt uns dieses dieses Funktionieren in unserer persönlichen Entwicklung nicht weiter. Wie gesagt, aussteigen aus dem Außen, einsteigen in dich selbst, deinen Körper, deine Wahrnehmung. Es gibt einen Ort in dir, an dem es ganz ruhig ist, das Auge des Sturms. Eine gute Möglichkeit, sich sowohl zu entspannen, als auch den eigenen Körper wieder wahrzunehmen und damit auch unsere Gefühle, ist der sogenannte Bodyscan, eine Art geführte Meditation. Ich habe mal so eine Bodyscan-Meditation aufgenommen und für dich auf YouTube kostenlos bereitgestellt. Vielleicht magst du diese Meditation ja mal ausprobieren. Ich bin mir ganz sicher, dass du dich danach besser fühlst. Und wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann, dass es dir wieder besser geht, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram. Ich würde mich wirklich sehr über ein Feedback und Anregungen freuen. Den Link zur Meditation, den Link zu meinem Instagram-Account und meine E-Mail-Adresse findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Oh, es fällt mir ein, die Eieruhr habe ich ganz vergessen. Egal. Alles kann, nichts muss. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Lass es dir gut gehen und pass auf dich auf.
Vater.